gar nicht, der wievielte Fahrzeugwechsel das im Laufe unserer Reise ist. Wir wechseln heute von VW auf Toyota. Heute ist Internationaler Frauentag und wir sind seit 3 Jahren jetzt im Osten unterwegs und es ist das erste Mal, dass ich auch was kriege und mein Handy macht den ganzen Tag Ping Ping, weil alle Bulgaren, Armenier, Aserbaidschanis, Russen, Kasachen, die wir unterwegs kennengelernt haben, alle einen schönen Frauentag wünschen. Super, geht nachher los. 30 Stunden bis Genua und dann auf die Fähre nach Tunesien. Nur mein Haar sitzt schon gebürstet und gekämmt im Auto. Ja. Und wartet. Was soll ich sonst machen? Hinten anstellen. Warten. Letzten 130 Kilometer zum Hafen. Der Konvoi wird immer größer. Mittlerweile sind wir 8 oder 9 Fahrzeuge und dementsprechend dauert das morgens, bis es losgeht. Sein bedeutet auch ein bisschen Luxus. Wir haben eine Außenkabine. Als Teilnehmer der diesjährigen Phoenix Rallye Organisation werden wir euch in den nächsten Tagen ein paar Einblicke ins Rallye-Geschehen geben. In der kompletten bulgarischen Reisetruppe. Und das Geile an der Sache ist, dass die Bulgaren nicht nur die höchste Kaffeeautomatendichte im Land haben, die schleppen sogar Lavazza PET Kaffeemaschinen mit in die Wüste. 220 Volt. Sehr lecker. Die administrative Abnahme statt. Das heißt, die Teilnehmer kommen, es wird kontrolliert, ob alle bezahlt haben, dann kriegen sie ihre ganzen Unterlagen, mit der sie dann durch den weiteren Prozess hier laufen. Das ist der zweite Schritt nach dem Corona-Test. Das Montana klicken die Autos und SSVs da rein. Das hat im Prinzip ein paar Funktionen: Navigation, Überwachung für die Orga von uns und Sicherheit. Da ist ein Satellitentelefon integriert. Das heißt, wenn die in Not stecken, Probleme haben, drücken sie die Knöpfe, ob sie geborgen werden müssen, ob sie einen SOS-Button drücken, also medizinische Hilfe brauchen und so weiter. So, hier ist die technische Abnahme. Da wird geguckt, ob alles nach Reglement umgesetzt worden ist, an den Umbauten und Einbauten. Und dann gibt es hier nochmal die letzte Technik. Da wird gerade der Heli vorbereitet. Wie bei jeder richtigen Rallye gibt es den auch. Das gute Stück fliegt bis zu 225 Stundenkilometer pro Stunde und ist damit in der Lage, jeden Rallyepunkt innerhalb von maximal 20 Minuten von hier aus zu erreichen. So, die beiden oder die 3 in Orange sind die Rettungssanitäter. Die richten sich gerade den Rettungshubschrauber ein. Wasser gibt es für alle, so viel man will und gratis, und da wird jeden Tag richtig viel angeliefert. Vormittag am Start die GPS-Montana-Geräte aus. Damit können die Fahrer über den SOS-Button und Satellitennavigation oder Satellitentelefonie Hilfe rufen. Wir können als Orga überwachen, wo die sind und ob sie auch alle CPs und Checkpoints anfahren. Start für die erste Etappe heute. 140 Kilometer. Die Kollegen machen den Vorstart, um alle erstmal richtig zu sortieren, damit die hier richtig ankommen und es losgehen kann. Das hier ist Race Control.
Und hier laufen sämtliche GPS-Daten zusammen. Auf 2 Bildschirmen können die Jungs hier genau sehen, wo sich jeder Teilnehmer gerade aufhält, mit welcher Geschwindigkeit er sich gerade fortbewegt, oder auch, wenn er sich nicht bewegt, leuchtet hier ein Lämpchen auf, sodass man ihn direkt kontaktieren kann und fragen, was gerade los ist oder ob es einfach nur eine Pinkelpause ist. So, die 443 bewegt sich gerade mit 11 km/h, Bomber 3 mit 75. Jetzt habe ich mit dem Wirt gesprochen und hat gefragt, ob ich schon mal da war. Habe ich gesagt, ja, vor 20 Jahren. Und dann hat er geguckt und dann habe ich gesagt, ich bin das Mädchen, was da draußen den schweren Unfall hatte. Und dann hat er gesagt, ich erinnere mich, der Monsieur Hassassi hat sie gerettet. Wir machen heute den Start zur 2. Sonderprüfung und sind bereit. Nur der Wind ist zu stark für den Sonnenschirm. Das ist die Startliste von heute. 102 wollen starten. Ankommen werden nicht alle. Gestern hatte ich 89 am Zwischenstart. Am ersten Tag sind aber ungefähr 120 los. Es wird also jeden Tag weniger, weil die Leute ja verunfallen, Motorschäden haben, aufgeben und so weiter. So, wir sind jetzt gleich offline. Wir fahren nämlich tiefer in die Wüste rein und da gibt es kein Handyempfang. Aber ein cooles Camp für heute Abend. Mal schauen, wie es wird. Wir kennen schon, die Teilnehmer nicht. Abends werden die Ergebnislisten ausgehängt und daran sieht dann auch jeder, wann er am nächsten Morgen wieder los muss. So, hier stehen 2 Mopeds. Die vordere ist so wie wir fahren, ganz einfach gehalten, normaler Rallye-Vorbau, und die hintere ist einfach nur schön. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I left these empty streets and hide within the shadows. You think I'm low, but you don't know how low I'll go. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain. Und da hinten ist der Servicepark. Da stehen alle, machen einen kleinen Service, bevor es dann in die zweite Etappe des Tages geht. Mittags haben die Fahrer 1 Stunde Zwangspause und da gibt es hier ein McDonald's, wo es Sandwiches gibt. So, wir sind wieder am Start der 2. Sonderprüfung heute. Die Zeiterfassung erfolgt über Tag-Heuer-Geräte, die die Daten direkt per SMS an Race Control übersenden. Zusätzlich wird ein Starterprotokoll manuell geführt. Die GPS-Geräte speichern den gesamten Track des Tages und die Zeiten entsprechend im Gerät ab und es gibt eine weitere Standort- und Zeitübermittlung per SMS an Race Control. Zu guter Letzt gibt es die klassische Zeitkarte, in der sämtliche Zeiten direkt eingetragen werden. Yeah, I'm gonna take it. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. Hide in my lair, won't know where they'll come when they least expect. Das Fahrerlager. Hier wird geschraubt, gedengelt, gespeist und alles wieder heil gemacht. Von vielen kleinen fleißigen Helfern, was auf der Strecke alles kaputt gemacht worden ist. Und die 2 hier sind Vater und Tochter. Die Tochter ist erst 16, hat noch gar keinen Führerschein für eine große und fährt eine 125er Beta, aber schlägt sich wacker. Wir Motorradfahrer bedienen also Tripmaster, Roadbook, Navi-Equipment hier mit der Fernbedienung und dem GPS, was hier noch reinkommt, alles gleichzeitig während der Fahrt. Die Autofahrer brauchen dafür einen Navigator. Das ist das Roadbook, nach dem die Teilnehmer navigieren. Da finden sie alle Informationen, um den richtigen Weg zu finden. Man navigiert hauptsächlich nach den Gesamtkilometern. Die Teilkilometer geben nur so die grobe Richtung, wann wieder was passiert. Also bei Kilometer 40,78
muss ich geradeaus fahren, am Zaun entlang, hier links sind Dünen, ein paar Schilder und eine Schranke. 6,93 Kilometer später, bei jetzt Gesamtkilometer 47,71, gibt es einen Pistenabzweig nach rechts. Ich fahre aber weiter mit 283 Grad geradeaus entlang der Dünen oder Sandhuckel vorbei. Das sind die beiden Tripmaster. Mit den Tripmastern sieht man dann den Kilometerstand. Das macht jeder wie er mag. Ich habe immer einen gehabt mit den Gesamtkilometern und der zweite läuft einfach nur mit. Man kann aber genauso gut hier die Gesamtkilometer laufen lassen, da die Teilkilometer. Es gibt die modernen Ecos, die sind GPS unterstützt, da kann man dann auch den Kompasskurs drauf laufen lassen. Wenn man dann an so ein Bild kommt, die 40,78 und man trifft auf den Punkt und es sieht, man ist nicht ganz auf dem Kilometer, muss man das nachjustieren, dass die Kilometer am Bild, auf dem Eco und auf dem Roadbook immer gleich sind. Korrigiere ich das nicht nach und zeigt mein Tripmaster eine andere Kilometerzahl als im Roadbook, dann setzt sich der Fehler in den nächsten Bildern fort und es wird immer schwieriger, diese Bilder dann auch beim Kilometerstand zu finden. Hiermit bedient der Motorradfahrer sein Navi-Equipment. Mit diesem Kippschalter spult er das Roadbook vor oder zurück. Diese beiden hier sind für den Tripmaster, für den Eco. Hiermit wird genullt oder die Funktion gewechselt. Hier gehen die Kilometer hoch und darunter, weil man ja bei jedem Bild, was man erreicht, nachkilometrieren muss. Dann gibt es noch ein Sicherheitsfeature, das ist hier die Combox, die heißt Ruanda Sentinel. Die ist einmal dazu da, die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten. Wenn ein Fahrzeug sich von hinten nähert, dann piept es ganz furchtbar. Ich kann auch, wenn ich auf ein anderes Fahrzeug auffahre, mit diesem Button zum Beispiel sagen, dass ich vorbeifahren möchte. Wenn was passiert, drücke ich diesen Button hier und dann geht eine SMS ans Rallye Headquarter, dass ich gerettet werden möchte. Die Motorradfahrer haben hier noch das GPS Montana. Damit können sie selber kontrollieren, ob sie die Waypoints alle haben. Und zusätzlich hier noch das kleine InReach Mini, womit sie dann die Orga kontaktieren können und die GPS-Koordinaten übertragen werden C'est l'émotion, donc avec tout ce public-là présent. So, wir fahren jetzt aus Dus raus, zurück nach Bulgarien. Mal wieder ein richtiger Roadtrip. 550 Kilometer heute bis zur Fähre. Wenn man das vergleicht mit den 80 € für dieses Scheißzimmer, was wir auf der Herfahrt hatten, ist das wirklich ein Juwel. Ja, ist allgemein bekannt, in Italien gibt es nichts zu frühstücken. Und ich habe keine Ahnung, wer das alles essen kann. Da steht sie, die Else. Vor ein paar Tagen hat sie uns verraten, wie sie heißt, die alte graue Lady. Und Else ist so schön. 1698 Kilometer und wir haben noch nicht mal getankt, seit Tunesien. Die letzten Meter mit der Else. Ja. Ja. 2 Kilometer noch, dann geben wir sie wieder ab. Und dann fahren wir wieder Hans. Da stehen sie, die zwei. Links die Else und rechts der Hans. Der Hans wirkt wirklich klein und mickrig. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. Hide in my lair, won't know where they'll come. Connected.